Herzlich willkommen zu meinem Kanal. Ich bin Baruch und ich bin in eine sehr mittelmäßige und arme Familie geboren und aufgewachsen. Bis ich so viel Geld gemacht habe, dass ich mir alles kaufen konnte, ohne auf den Preis zu schauen. An einem Tag habe ich so viel Geld verloren, dass die meisten Menschen auf dem ganzen Planet nie im Leben verdienen werden. Ich habe mehrere glänzende Karrieren gemacht und habe die alle beendet. Ich habe Präsidenten von Vereinigten Staaten, Holland, Polen, andere Staaten persönlich getroffen, habe mit ihnen zusammen gegessen. Ich habe Milliardären getroffen, ich habe Päpste getroffen und es gab Zeit, als ich das als ganz cool gefunden habe. Bis ich mir überlegt habe, cool wäre eigentlich, wenn alle diese Menschen, Präsidenten, Milliardären, Päpste und wer auch noch immer, davon träumen werden, mich zu begegnen und einander erzählen werden, dass die BARUCH getroffen haben. Auf diesem Kanal werde ich dir erzählen, wie du in deinem Leben unendliche Möglichkeiten öffnen kannst und alles, was du nur im Leben haben möchtest, manifestieren und erreichen kannst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein ganzes Leben lang habe ich mit den spirituellen Themen beschäftigt. Ich habe Erfahrung in mehreren Religionen gesammelt, bis ich verstanden habe, dass die Tür zur wahren Spiritualität ist nur dann möglich, wenn du 100% finanziell unabhängig bist. Solange du noch nicht den absoluten materiellen Überfluss in deinem Leben manifestiert hast, kannst du mit der richtigen und wahren Spiritualität nichts anfangen. Wir müssen zuerst ein Fundament bauen. Wir müssen zuerst unser Erdgeschoss sanieren, bevor wir etwas mit der ersten Etage anfangen können. Nicht umsonst alle elitäre Schulen der hohen Spiritualität haben immer ihre Adepten zuerst gelehrt, wie sie materiellen und finanziellen Überfluss in ihrem Leben manifestieren können, bevor sie mit den spirituellen Themen überhaupt anfangen. Das ist die Voraussetzung. Du musst absolut finanziell und materiell unabhängig sein, um spiritueller Mensch zu werden. In der Kabbala es gibt den Begriff der Erz. Der Erz bedeutet der Weg der Erde. Wir müssen zuerst den Weg der Erde gehen, bevor wir mit dem Weg des Himmels anfangen können. Das klingt auch ganz logisch, nicht wahr? Mit den anderen Worten, um spirituelles Leben gesund zu führen, musst du wirklich extrem reich sein. Auf diesem Kanal möchte ich dir helfen, alle deine materielle und finanzielle Ziele zu manifestieren, damit du den nächsten Schritt gehen kannst und anfangen kannst, danach mit wirklich richtigen spirituellen Themen zu beschäftigen. Religion funktioniert nicht. Liebe funktioniert nicht. Alle diese Konzepte, an die du vielleicht noch glaubst, in der Wirklichkeit, die funktionieren nicht. Denn 99,9% dieser Menschheit, du als Person bist völlig egal. Die Menschen schauen nicht auf, wer du bist, ob du jetzt ein guter Mensch bist oder nicht. Den meisten ist das, wie gesagt, völlig egal. Was die schauen auf deinen Status. Und davon werde ich dir in diesem Video eine Menge erzählen. Die 99,9% Menschen in dieser Welt, die schauen nicht auf dich, sondern auf deinen Status, das, was du präsentierst. Zum Beispiel, als ich Rabbiner war, dann hatte ich ganz viele Freunde oder Freunde in Anführungsstrichen. Ich hatte ganz viele Menschen, die mich ganz spannend und interessant fanden
und mit mir befreundet sein wollten. Die wollten mit mir Wein trinken und gut essen und unterhalten. Und das war nur, weil die mich mit diesem Status verbunden haben. Als ich aufgehört habe, diese Tätigkeit auszuführen, dann alle diese Menschen sind wirklich wie von heute auf morgen verschwunden. Denn ich habe diesen Status nicht mehr für sie gehabt und wurde dementsprechend für sie völlig uninteressant. Genau das passiert, wenn du deinen Status änderst. Wenn du nicht mehr das bist, was die Menschen in dich sehen. Denn die sehen nicht dich, die sehen nur deinen Status. Die sehen das, was du präsentierst. Die sehen deine Uniform. Dass die Realität so aussieht und nicht anders, sollst du nicht deswegen sehr traurig sein, sondern du kannst diese Realität für dich sehr gut benutzen. Du musst nur verstehen, was ein Status bedeutet und was ein Statussymbol ist. Statussymbol ist ein wunderbares Wort, denn Status kommt zuerst und dann kommt seine Symbole folgend. Ganz viele Menschen versuchen zuerst die Symbole zu bekommen und dann denken sie, dass das wird ihr Status verändern. Das geschieht nicht, das funktioniert nicht. Zuerst brauchst du einen richtigen Shift, ein richtiges Paradigmenwechsel in deinem Bewusstsein. Erst wenn du angefangen hast, deinem neuen Status entsprechend zu denken, was auch das sein kann, was auch immer du willst, du entscheidest, was du sein möchtest. Du entscheidest, wie die anderen Menschen dich sehen sollen und was die über dich denken sollen. Das sind alle deine Entscheidungen. Du musst dich für einen Status entschließen und dann musst du einfach konsequent dich in diesen Status, dich selbst manifestieren. Du musst mit dieser Rolle, mit diesem neuen Zustand eins werden, dich ganz damit verschmelzen. Das muss wirklich deine Realität werden und wenn das soweit ist, dann alle Zeichen, alle Symbole, die dazugehören, werden dir wie ein Schatten folgen. Das ist genau was passiert, warum Menschen, die nach dem Glück, nach dem Erfolg rennen, nach der Liebe rennen, nach dem Geld rennen, bekommen das nie. Weil wenn die nach etwas rennen, wenn die versuchen etwas zu fangen, dann zeigen die damit, dass sie das nicht haben. Und das Universum, wie ein perfekter Spiegel, genau darauf reagiert, mit einfach einem Spiegelbild reflektiert. Und was passiert? Passiert, dass das, was sie gerne fangen wollen, läuft für den Weg, weil die das eigentlich so beschlossen haben. Das war ihre Entscheidung. Die sagen, ich muss nach dem Geld jagen, also das bedeutet, Geld läuft weg. Also Geld läuft weg. Nach deinem Wort, nach deinem Glauben wird es dir geschehen. Immer und überall. Wenn du deinen jetzigen Status für dich feststellen möchtest, dann öffne einfach deinen Kleiderschrank. Schau dir an, wie du dich kleidest. Schau dich an, wie du denkst. Schau dich an, wie du dich pflegst. Schau dich an, wie du läufst. All das spiegelt deinen momentanen Status. Das alles spiegelt deinen momentanen Zustand und deinen Status. Schau ganz genau darauf, wie Menschen auf dich reagieren. Das ist dein Spiegelbild. Die sehen nur das, was du selbst ihnen zeigst. Anfange ihnen ein anderes Bild zu zeigen und die werden sofort darauf anders reagieren. Die können es einfach anders nicht. Mit der Ausnahme von vielleicht einem oder 0,1% von Menschen, die wirklich dich als eine Person kennenlernen wollen, die dich lieben werden, so wie du bist, die mit dir immer in allen Situationen zu dir stehen werden. Aber diese Menschen gibt es 2, 3, 4 in unserem Leben und die alle anderen sind eben nur diejenigen, die nur das sehen, was du ihnen zeigst. Also zeig ihnen das, was du gerne möchtest, dass sie sehen. Du musst die Rolle spielen, bevor du zur Aufführung gehst. Also versetze dich voll und ganz in den Zustand, dass du möchtest, dass in deiner materiellen Welt manifestiert wird. Wie schon gesagt, alles in dieser materiellen Welt ist bloß ein Schatten. Alles geschieht und entsteht und gedeiht in deinem inneren Laboratorium. Wenn du für dich selbst neu geschaffen hast,
Wenn du eine verbesserte Version von dich selbst erschaffen hast, dann alles anders folgt automatisch. Das, was du siehst in der äußeren Welt, wird nur als Schatten dessen, was in deiner inneren Welt abgebildet wurde. Deswegen brauchst du nicht nach irgendetwas zu rennen, sondern ganz im Gegenteil. Dein Schatten wird dir überall folgen. Wenn du Erfolg manifestierst, Erfolg wird dich überall folgen. Wenn du Geld manifestierst, dann Geld wird dir überall folgen. Wenn du Gesundheit, Macht, Reichtum, egal was das ist, manifestierst, das alles wird dir folgen, weil das sind nur deine Schatten. Schatten kann nicht anders sein als genau das, wovon sie ausgeht. Also, du musst das werden, was du sein möchtest. Du musst es jetzt sein und alles anders in dieser materiellen Welt wird automatisch wie dein Schatten manifestieren. Das ist alles sehr einfach. Überprüfe nur jetzt genau, wo du stehst. Überprüfe dein Leben. Sehe in allen ganz klare Ursache- und Wirkungskette und anfange deine innere Welt zu korrigieren. Anfange deinen Status zu schaffen, was du gerne präsentieren möchtest. Was ist dein Status? Was sollen deine Statussymbole sein? Erschaffe dich selbst, denn du bist der einzige Schöpfer deiner Realität. Du bist der einzige Schöpfer von dich selbst. Man sagt immer wieder, dass Gott hat Menschen geschaffen. Ich sage, ich habe mich selbst geschaffen. Das, was ich bin, das habe ich selbst gemacht. Und das, was du bist, die Wirklichkeit ist, dass du dich auch selbst gemacht hast. Und das Allerbeste daran, du und ich, wir können uns immer verändern. Wir können uns immer neu entwerfen. Wir können alles sein, denn uns wurde die unendlichen Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Wir haben keine Begrenzungen zu unserer kreativen Tätigkeit, uns selbst und unsere Realität, unsere Welt zu erschaffen. Also worauf wartest du noch? Anfange dich jetzt neu zu erschaffen. Überlegst dir, wer du sein möchtest und wie diese Welt, die Menschen und alles anders in dieser Welt auf dich reagieren sollen. Und anfange das zu leben. Anfange das zu leben, anfange das zu sein. Jetzt, hier und jetzt. Denk daran, dass alles, was in diesem Leben geschieht, geschieht nur hier und jetzt. Es gibt keine Vergangenheit, es gibt keine Zukunft. Anfange jetzt. Du musst dich jetzt in diesen Zustand völlig versetzen und mit diesem Zustand gänzlich zu identifizieren. Und du wirst sehen, dass je mehr du mit diesem Zustand eins gewachsen bist, desto klarer wird er auch in der äußeren Welt, wie eben dein Schatten, wie dein Spiegelbild manifestieren. Wie lange Zeit wirst du gebrauchen, um die absolut unmöglichsten Dinge in deinem Leben zu verwirklichen? Denn ich möchte nicht, dass du etwas Mögliches machst, das ist total langweilig. Ich will dich dazu bewegen, dass du tatsächlich absolut unmögliche Dinge machst. Also das ist genau wie mit all anderen Sachen in diesem Leben, wie mit Sport, wie mit Musik, wie mit jeder anderen Tätigkeit. Wenn du jetzt Sport oder Musik eine Stunde, zweimal in der Woche übst, dann wirst du wahrscheinlich nie wirklich damit erfolgreich sein. Wenn du eine Stunde, 2 Stunden täglich das machst, dann wirst du bestimmte Ebene, bestimmte Qualität erreichen können. Wenn du 12, 14 Stunden am Tag trainierst, wenn du 12, 14 Stunden am Tag übst, dann wirst du wirklich sehr schnell sehr, sehr gut werden. Und wenn du noch entdeckst, wie du auch im Schlaf, während dein Körper schläft, trotzdem bewusst bleibst und diese Zeit weiterhin schöpfst und weiterhin übst, dann wird es natürlich noch um zigmal beschleunigt. Wie du das machen kannst, findest du in meinen Webinaren und in den Privatberatungen, die ich auf meiner Webseite anbiete. Schau unbedingt auf meine Webseite, besuche meinen privaten Blog, um meine ganz private Gedanken kennenzulernen. Das, was du sein willst, muss wirklich dich völlig besessen. Du musst davon besessen werden. Du musst das wollen mehr als alles andere in deinem Leben. Du musst davon träumen.
Du musst die ganze Zeit daran denken. Das muss wirklich deine Idee fix werden. Du musst dich voll und ganz mit laserscharfer Konzentration darauf konzentrieren können, damit du das wirklich so schnell wie möglich in deinem Leben erreichst und manifestierst. Denn du bekommst in dieser Welt manifestiert genau das, was du als dein mentales Bild dir geschaffen hast. Das ist, warum bei den meisten Menschen in ihrem Leben herrscht absoluter Chaos, weil dieser Chaos herrscht in ihren Vorstellungen, in ihren Ideen, in ihrem mentalen Bild, das absolut chaotisch ist. Die äußere Welt spiegelt 1:1 das, was in deiner inneren Welt, in deinem inneren alchemischen Labor abgeht. Also schaffe dort Ordnung, schaffe dort ein ganz präzises Bild dessen, was du bist, und die äußere Welt mit allen materiellen Symbolen, mit allem, was dazugehört, was gehört zu deinem Bild um dich selbst, wird automatisch materialisiert. Also wenn du dich als Bettler vorstellst, dann wirst du all das geliefert bekommen, was für ein Leben eines Bettlers, was dem Leben eines Bettlers zusteht. Wenn du dich als König manifestierst, dann wirst du automatisch all das bekommen, was dem Status eines Königs gehört. Der Aufwand an der Arbeit, ein Bettler oder ein König zu werden, ist genau der gleiche. Also entscheide dich, was du sein möchtest. Folge deiner größten Leidenschaft. Folge dem, was dein Herz wirklich ans Feuer setzt. Hinterfrage nicht deine Leidenschaft. Versuche nicht herauszufinden, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist böse. Tu das, was du wirklich in deinem Leben machen möchtest. Folge deiner Leidenschaft, folge dem Ruf deines Herzens, denn dein Herz wird dich nie irreführen und dein Kopf wird es ständig machen und hat es schon ständig gemacht. Also anfange mit deinem Herzen zu denken. Alle Menschen, die etwas Großartiges in ihrem Leben erreicht haben, die haben alles gelernt, zuerst mit dem Herzen zu denken und nicht mit dem Kopf. Denn dein Kopf kann dich nur irreführen. Dein Kopf ist nichts anderes als eine Sammlung von Erfahrungen aus der Vergangenheit und dir fremden Ideen, die meistens aus dem sekundären Bewusstsein der Massen kommt. Und wenn du jetzt nicht ein Teil einer Herde, sondern wirklich ein Autor und ein Schöpfer deiner eigenen Realität sein möchtest, dann lerne auch nur ein einziges Denkorgan in deinem Leben zu benutzen, dein Herz. Verliere keine Zeit, anfange jetzt sofort einen neuen Entwurf, ein neues Bild von deinem Status, von dir selbst zu machen. Wenn du hier neu bist, dann überlegst dir, meinen Kanal zu abonnieren, denn ich bemühe mich mehrmals die Woche für dich spannende Videos zu machen, die dir helfen werden, das Leben deiner Träume zu manifestieren. Wenn dieses und andere Videos dir tatsächlich gefallen und geholfen haben, dann freue ich mich auf deinen Daumen hoch. Ich liebe es, von dir zu hören, deswegen schreib mir einen Kommentar, wenn du Fragen hast. Ich versuche so schnell wie möglich und so gut wie ich kann, alle Fragen zu beantworten. Wenn du einen Durchbruch in deinem Leben brauchst, dann besuche meine Webseite und überlegst dir einen Coaching-Termin mit mir zu vereinbaren. Ich begleite dich gerne zur Erfüllung aller deiner Absichten, damit du das Leben deiner Träume manifestierst und endlich genießen kannst. Erzähle von diesem Kanal den anderen und teile dieses Video mit deinen Freunden. Ich lade dich auch ein, an meinen Webinaren teilzunehmen, in denen du ganz praktische Werkzeuge entdeckst, wie du deine unendlichen Möglichkeiten, deine Fähigkeiten, von denen du gar nicht noch weißt, entdeckst und die benutzen kannst.